Hast du schon einmal das Knistern von Eis gehört, das im Sonnenaufgang zerbricht? Und wenn es einen Ort gäbe, wo das Eis atmet, das Salz sinkt und das Feuer niemals erlischt, einen Ort, wo das Unmögliche erst der Anfang ist. Es gibt ein Land, in dem all das Wirklichkeit ist, eine natürliche Bühne, wo Eis, Salz und Feuer in einem uralten Tanz zusammenleben, geformt von den Händen des Schöpfers. Dieses Land heißt Chile. Doch was macht dieses Territorium zu einem der extremsten der Erde? Was macht seine Landschaften so überwältigend? Und warum haben so wenige seine größten Wunder gesehen? Heute, hier auf unser Planet, wirst du es entdecken, aber nicht nur mit den Augen. Du wirst es spüren, wirst Gänsehaut bekommen. Und wenn alles vorbei ist, wird nichts in dir mehr dasselbe sein. Vom eisigen Süden bis zur absoluten Trockenheit des Nordens durchzieht Chile mehr als 4300 Kilometer Länge. Ein schmaler Streifen, eingezwängt zwischen der Andenkette und dem Südpazifik. Es ist, als hätte die Natur beschlossen, ein vertikales Gedicht zu meißeln, mit Strophen aus Stein, Feuer, Salz und Schnee. Mehr als 19 Millionen Menschen leben hier. Verstreut zwischen fruchtbaren Tälern, heiligen Bergen, Hafenstädten und endlosen Wüsten. Und mitten in all dem liegen die Orte, die die Welt kaum gesehen hat. Die Winkel, in denen der Schöpfer zu flüstern scheint, es werde Wunder. Wenn wir in unserer letzten Dokumentation von der Größe des Wassers, der Wälder und der grünen Seele Brasiliens berührt wurden, folgen wir heute dem Ruf des Gegenteils. Von der Hitze zu den Gletschern, von der Feuchtigkeit zur Wüste lädt Chile zu einer Reise ein, bei der jeder Schritt eine Offenbarung ist. Aber Achtung, erwarte keinen gewöhnlichen Reiseführer. Was du hier sehen wirst, sind die Wunder aus Eis, Salz und Feuer. Einige verborgen, andere vergessen, andere fast unerreichbar. Du bist im Begriff, in Seen einzutauchen, die wie Spiegel glänzen, die Stille von Wüsten zu berühren, die wie von einem anderen Planeten wirken, und Landschaften zu durchqueren, so abgelegen, dass sie wie Flüstern der Schöpfung klingen. In dieser Dokumentation werden wir das Schweigen der Anden entschlüsseln, verstehen, wie die trockenste Wüste der Erde zu einem Heiligtum des Lichts wurde und die Osterinsel betrachten, wo Steinkolosse seit Jahrtausenden den Horizont bewachen. Und bevor du weitergehst, nur eine sanfte Erinnerung. Du, der du uns gerade im Fernsehen siehst, überprüfe jetzt, ob du schon unseren Kanal Unser Planet abonniert hast. So verpasst du keine der nächsten Wunder, die wir für dich vorbereiten. Atme jetzt tief ein. Lass den Glanz deines Fernsehers das Wohnzimmer in ein Portal verwandeln und bereite dein Herz vor, denn das Erlebnis wird beginnen. Und es beginnt dort, wo die Schöpfung im Schweigen schreit. Torres del Paine und Grey Gletscher, Kathedralen aus Granit und lebendigem Eis.
Gelegen im äußersten Süden Chiles, in der Region Patagonien, liegt der Nationalpark Torres del Paine mehr als 2500 Kilometer von Santiago entfernt, in der Nähe der Stadt Puerto Natales. Er ist einer der ikonischsten Orte des Planeten, von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt. Ein natürliches Refugium, das sich über mehr als 227.000 Hektar erstreckt. Stell dir ein Heiligtum vor, in dem Berge nicht nur den Himmel berühren, sondern ihn scheinbar durchbohren. Die Torres del Paine sind Granitnadeln, gemeißelt wie wahre Kathedralen von der Hand des Schöpfers. Hier beschränkt sich die Natur nicht darauf zu existieren. Sie setzt sich durch. Felswände, die fast 3000 Meter hoch aufragen, erheben sich wie ewige Wächter des chilenischen Patagoniens. Die tiefen Täler, die türkisfarbenen Flüsse und die Himmel, die in jedem Augenblick ihre Farbe wechseln, formen ein Schauspiel, das lebendig wirkt. Die Zeit atmet hier anders. Im Herzen des Parks offenbart sich der gewaltige Lago Grey. Sein eisiges Wasser wird von einem Giganten gespeist, dem Grey-Gletscher. Ein weißer Koloss, der niemals ruht. Dieser Gletscher ist eine Eiswand von mehr als 30 Kilometern Länge. Seine Blöcke brechen mit Donnern, das wie Gewitter in der Weite widerhallt. Jeder treibende Eisberg ist ein Fragment der uralten Erdgeschichte. Vor ihm zu stehen heißt, den Planeten sprechen hören. Es ist, als ob jedes Knacken des Eises ein Wort wäre, eingraviert in die Archive der Zeit. Hier erinnert uns die Schöpfung, dass nichts von Dauer ist. Doch nicht nur das Eis beherrscht dieses Reich. Auf den offenen Ebenen schreiten Guanacos anmutig dahin, während Kondore majestätische Kreise in den Himmel zeichnen. Diese Tiere scheinen zu wissen, dass sie vor einem natürlichen Altar leben. Eine Szenerie so heilig, dass sie als eines der schönsten Reiseziele der Welt anerkannt wurde. Ein Geschenk der Schöpfung. Bei Tagesanbruch, wenn die Sonne die Torres del Paine berührt, verwandelt sich der Granit in rote Flammen. Als würde der ganze Berg in Feuer stehen. Ein Schauspiel, das jeden Reisenden verstummen lässt. Das Klima hier ist unvorhersehbar. An einem einzigen Tag kannst du Sonne spüren, Regen, Schnee und Wind. Deshalb sagen viele, dass Torres del Paine ein Ort ist, an dem alle 4 Jahreszeiten zusammenleben. Die Wanderwege sind endlos. Einer der berühmtesten führt zum Mirador Bas mit etwa 18 Kilometern Gehstrecke. Jeder Schritt ist eine Einladung, die Größe der Schöpfung zu bezeugen. Und hier, vor dem lebendigen Eis und den Granitkathedralen, beginnt unsere Reise. Doch was wird als nächstes kommen? Was bewahrt Chile noch in seinen verborgensten Winkeln? Mach dich bereit, denn das nächste Ziel führt uns in eine weiße, stille Welt, wo die Erde sich mit Salz bedeckt und der Himmel kein Ende zu haben scheint.
Salar de Atacama, wo die Erde weiß wird. Im Herzen der trockensten Wüste der Welt entsteht eine Szenerie, die wie von einem anderen Planeten wirkt. Der Salar de Atacama erstreckt sich über mehr als 3000 Quadratkilometer. Ein weißer Spiegel, geformt durch das Zusammentreffen uralter Salze. Auf mehr als 2300 Metern Höhe gelegen, befindet er sich im Norden Chiles, nur wenige Stunden von San Pedro de Atacama entfernt. Ein Oasendorf, das als Tor zu diesem Universum dient. Hier scheint die Erde kristallisiert, die Sonne spiegelt sich im Salz und schafft Fata Morganas, die den Geist täuschen. Es ist, als würden wir über die Oberfläche des Mondes gehen. Nicht zufällig heißt eines seiner berühmtesten Täler Valle de la Luna, Berge aus Salz, Formationen, die vom Wind gemeißelt wurden, und eine Stille, die wie die Leere des Weltraums hallt. Doch mitten in all dieser Dürre gibt es immer noch Leben. In den Lagunas Chaxa, Miscanti und Miñiques tanzen Flamingos im Wasser gespiegelt, als wären sie lebende Gemälde. Diese anmutigen Vögel reisen Tausende von Kilometern auf der Suche nach Nahrung. Und hier finden sie das perfekte Refugium. Das Bild eines Flamingos auf dem spiegelnden Wasser ist eines der größten Symbole des Atacama. Die Wüste ist extrem. Es regnet weniger als 2 Millimeter pro Jahr, doch trotzdem besteht das Leben. Es ist, als hätte der Schöpfer bewiesen, dass selbst im Schweigen der Ödnis Schönheit erblühen kann. Der Himmel über dem Atacama ist ein weiteres Schauspiel. Er gilt als der klarste des Planeten. Hier befinden sich die größten Observatorien der Welt. Ein kosmisches Fenster, um die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Nachts funkeln Millionen von Sternen mit absoluter Klarheit. Es ist, als würde man in die Ewigkeit blicken. Viele Reisende sagen, dass der Himmel des Atacama das Gefühl weckt, vor der Schöpfung selbst zu stehen. Und nicht nur die Wissenschaft staunt. Uralte Völker sahen in diesem Himmel bereits ein spirituelles Heiligtum. Hier führten die Sternbilder die Ernten, die Rituale und das Überleben. Ein Spaziergang über den Salar de Tara ist wie der Eintritt in eine von der Natur gemeißelte Galerie. Riesige Felsen wirken wie Skulpturen, die Geheimnisse bewahren. Ein mineralischer Tempel, bedeckt von Stille. Der Atacama ist nicht nur die trockenste Wüste. Er ist ein lebendiges Labor. Astronomen, Geologen und Entdecker kommen hierher, um zu verstehen, wie das Leben auf dem Mars sein könnte. Und angesichts dieser weißen Weite hallt eine Frage wieder: Wie kann es so viel Schönheit geben an einem Ort, an dem nichts existieren sollte? Doch dies ist das Geheimnis Chiles, ein Land der Kontraste, wo die Leere sich in Kunst verwandelt und wo das Schweigen lauter spricht als 1000 Worte.
Nicht jeder wird es bemerken. Aber wenn du das Wesen verstanden hast, schreibe in die Kommentare Salz. Ganz dezent, ohne Spoiler. Einfach nur Salz. Nur wer bis hierher gekommen ist, wird es verstehen. Präge dir dieses Bild gut ein, denn am nächsten Ziel wird die Ruhe der Wüste etwas Unvorhersehbarem weichen. Ein Ort, an dem Schnee und Feuer Seite an Seite existieren. Vulkan Villarrica und Seendistrikt, Feuer über Schnee. Im Herzen des Südens von Chile, nur 750 Kilometer von Santiago entfernt, erhebt sich der Vulkan Villarrica, einer der aktivsten Vulkane Südamerikas. Mit mehr als 2800 Metern Höhe beherrscht er die Landschaft des Seenbezirks, eine Region geprägt von Araucarienwäldern, kristallklaren Seen und bezaubernden Dörfern. Am Fuß des Vulkans liegt die Stadt Pucón, bekannt als die Abenteuerhauptstadt Chiles. Hierher kommen Reisende aus aller Welt, auf der Suche nach Schnee, Feuer und Adrenalin. Im Inneren des Villarrica verbirgt sich ein glühender Lavasee, ein Herz aus Flammen, das stillschlägt, ein seltenes, hypnotisches Schauspiel. In klaren Nächten ist das rote Glühen des Kraters zu sehen, als ob der Berg Feuer atmet, eine Erinnerung daran, dass die Erde niemals aufhört, sich zu bewegen. Doch dieses Ziel ist nicht nur Geologie, es ist Kultur. Die Mapuche-Völker betrachten den Vulkan als heiliges Wesen, einen spirituellen Wächter, gefürchtet und verehrt. Die Mapuche nennen den Villarrica Rucapilan, das Haus des Geistes. Für sie ist jeder Ausbruch eine göttliche Botschaft, eine Warnung, dass die Welt respektiert werden muss. Und nicht nur die uralten Völker sind von dieser Region fasziniert. Reisende erkunden die Thermalquellen, die Araucarienwälder und die Gletscherseen. Zu den bekanntesten gehört der Lago Villarrica mit tiefem, eiskaltem Wasser. Er spiegelt den Vulkan wie ein perfekter Spiegel, ein lebendiges Gemälde, wo Feuer auf Wasser trifft. Das Seenland birgt weitere Schätze, wie den Lago Llanquihue und den Lago Todos los Santos, Regionen, in denen das Leben gedeiht, im Kontrast zur Kälte der Andenkette. Und für Abenteuerliebhaber ist der Aufstieg zum Gipfel des Villarrica eine unvergessliche Herausforderung. Eine Wanderung, die körperliche Vorbereitung erfordert, aber mit unbeschreiblichen Ausblicken belohnt. Von oben kann man Dutzende von Seen erblicken, eine flüssige Konstellation, die sich zu Füßen der Anden ausbreitet, und in der Ferne andere schneebedeckte Berge, als würden sie dieses magische Land bewachen. Doch das Schauspiel endet hier nicht. Folgt man der Andenkette,
stößt man auf die legendäre Straße der Caracols, eine Serpentine unendlicher Kurven, die die Anden in Richtung Argentinien durchschneidet. Ganz in der Nähe liegen das Ski Portillo und die Laguna del Inca, Landschaften ewigen Schnees, wo Extremsportarten neben Legenden existieren, die von Inka-Königen und verlorenen Lieben erzählen. Und außerdem das Valle Nevado, eines der bekanntesten Skigebiete Südamerikas, eine Einladung, über den Schnee zu gleiten, während die wachsamen Vulkane schweigend zusehen. Das Seenland ist voller Gegensätze. Feuer, das niemals erlischt, eisiges Wasser, das niemals versiegt und Traditionen, die bestehen wie die Araukarien, die den Jahrhunderten trotzen. Es ist ein Land, in dem Abenteuer und das Heilige aufeinandertreffen, wo die Wissenschaft das Magma erforscht, aber das Herz Ehrfurcht empfindet. Eine Bühne, auf der der Schöpfer eines seiner kühnsten Werke schrieb. Jetzt sag mir, von wo aus begleitest du uns? Welche Stadt, welcher Winkel der Welt beherbergt dich in diesem Moment? Nimm dein Handy, schreib uns in die Kommentare, von wo du zuschaust und was du bei dieser Reise durch Chile empfindest. Denn mehr als zu sehen, erlebst du diese Reise mit uns und das macht alles noch besonderer. Doch die Reise endet hier nicht. Das nächste Ziel führt uns zu einem im Gletscherwasser verborgenen Tempel. Ein Ort, an dem sich der Fels verneigt, um die seltenste aller Kathedralen zu formen. Capillas de Mármol, die blaue Kathedrale des Lago General Carrera. Im Süden der chilenischen Patagonien, verborgen zwischen schneebedeckten Bergen, erscheint der Lago General Carrera, der größte See Chiles, geteilt mit Argentinien. Sein türkisblaues Wasser erstreckt sich über mehr als 1800 Quadratkilometer. Ein inneres Meer, geformt vom Schmelzwasser der Anden, das den Himmel wie ein Spiegel reflektiert. Im Herzen dieses Sees finden wir einen der seltensten Naturtempel der Erde, die Capillas de Mármol, Felsformationen, so zart, dass sie wie Kunstwerke wirken. Es sind Höhlen, die sich über mehr als 6000 Jahre geformt haben, gemeißelt vom Gletscherwasser, das mit unendlicher Geduld den Marmor in unmögliche Formen schliff. Hier biegt sich der Stein, der Marmor öffnet sich und das Licht dringt durch die Felswände, schafft Reflexe, die sich stündlich verändern. Es ist wie der Eintritt in eine flüssige Kathedrale. Boote gleiten über die stille Oberfläche. Im Inneren der Höhlen wirken die Säulen wie gotische Pfeiler und das Wasser schimmert in Blautönen, die es sonst nirgends gibt. Viele nennen dieses Schauspiel Blaue Kapelle, andere sagen Marmorkathedrale, doch alle sind sich einig, es ist eine der hypnotischsten Szenerien des Planeten. Mit jeder Bewegung des Lichts verwandelt sich die Höhle. Am Morgen ist das Blau intensiv, am Abend breiten sich goldene Töne aus. Und in der Nacht
schläft der See in Stille. Der Lago General Carrera hat Tiefen von über 500 Metern, ein flüssiger Abgrund, der noch unerforschte Geheimnisse birgt. Und nicht nur die Schönheit beeindruckt. Die Kraft des patagonischen Windes lässt die Wasser in Sekunden umschlagen. Im einen Moment absolute Ruhe, im nächsten heftige Wellen. Trotzdem trotzen die lokalen Fischer diesen Gewässern. Hier fängt man riesige Forellen und Lachse, Fische, die den Reichtum des kalten Wassers widerspiegeln, genährt von den Gletschern der Anden. Doch was Reisende am meisten anzieht, ist die spirituelle Stimmung des Ortes. Den Capillas de Mármol beizutreten, ist wie das Durchschreiten eines Portals, eine Verbindung mit der Schöpfung. Geologen sagen, der Marmor wurde von der Zeit geformt, doch viele Besucher erzählen etwas anderes, dass man hier beim Eintreten die Gegenwart des Göttlichen spürt, als wäre es ein Heiligtum. Und vielleicht ist das Geheimnis dieses Ortes. Mehr als nur Landschaft ist es ein Erlebnis, eine intime Begegnung zwischen Stein, Wasser und Licht. Nur wenige Orte der Welt vereinen Geologie und Poesie so. Die Capillas de Mármol schaffen das. Sie verwandeln Mineralien in Musik für die Augen. Die Reise hierher ist nicht einfach. Es sind lange Schotterstraßen, Stunden der Überfahrt und Herausforderungen durch das Klima. Doch jede Sekunde lohnt sich. Wer die Capillas erreicht, trägt eine ewige Erinnerung mit sich. Eine unauslöschliche Erinnerung, denn dies ist nicht nur ein Reiseziel. Es ist ein Wunder aus Stein und Wasser. Doch die Reise endet hier nicht. Das nächste Ziel führt uns hoch in die Anden, ein Ort, an dem die Erde bebt und Dampf wie Feuersäulen aufsteigt. Geysire von El Tatio, das Erwachen des Dampfes in den Anden. Hoch in den Anden, auf mehr als 4300 Metern Höhe, entsteht eine Szenerie, die unwirklich scheint. Willkommen im geothermischen Feld von El Tatio. Dies ist das drittgrößte Geysirfeld der Welt. Mit mehr als 80 aktiven Fontänen wird es nur von Yellowstone in den Vereinigten Staaten und dem Tal der Geysire in Russland übertroffen. Hier atmet die Erde Dampf. Im Morgengrauen steigen weiße Säulen wie Fackeln auf und jeder Atemzug der Erde ist wie ein Schrei aus ihrem glühenden Herzen. Die extreme Kälte der Morgendämmerung lässt die Temperatur unter -10 Grad fallen. In diesem brutalen Kontrast explodiert der Dampf in die Luft und erschafft surreale Bilder. Die Sonne steigt langsam auf und goldenes Licht flutet das Tal. Jeder Strahl enthüllt Dampfwolken, die wie ätherische Vorhänge tanzen. Ein unvergessliches Schauspiel. Und nicht nur die Schönheit beeindruckt. Die Geysire von El Tatio sind ein wissenschaftlicher Schatz. Geologen erforschen dieses Feld, um die Geothermie zu verstehen und die Kräfte, die den Planeten noch immer bewegen.
Doch dies ist auch ein spirituelles Gebiet. Für die Anden-Völker ist El Tatio heilig. Sie glauben, dass die Dampffontänen Botschaften der Erde an den Himmel sind. Angesichts dieses Schauspiels drängt sich im Schweigen ein Wort auf: Ewigkeit. Wenn dich dieser Moment berührt hat, gib jetzt dein Like. Es ist deine Art zu sagen: Ich habe es auch gespürt. Denn El Tatio ist genau das, eine Erinnerung an die Ewigkeit. Eine Botschaft, dass die Welt größer ist, als wir begreifen können, und zerbrechlicher, als wir zu glauben wagen. Hier lebt auch die Fauna der Anden. Vicuñas schreiten zwischen den Dampfsäulen, Andenenten schwimmen in gefrorenen Lagunen und Füchse bewegen sich lautlos in der Weite des Altiplano. Der Kontrast ist absolut. Kochendes Wasser sprudelt aus dem Boden, während Eis die Oberfläche bedeckt. Es ist der Tanz der Gegensätze. Es ist das Feuer, das mit dem Eis zusammenlebt. Und jeder Schritt hier ist eine Herausforderung. Die dünne Luft verlangsamt den Atem, die Muskeln verlangen nach mehr Sauerstoff und der Körper spürt das Gewicht der Höhe. Trotzdem stellen sich Reisende aus aller Welt der Kälte. Sie stehen vor Sonnenaufgang auf, bewältigen gefrorene Schotterpisten, alles um das Erwachen der Geysire zu erleben. Und wenn sie ankommen, verstehen sie warum. Dies ist nicht nur ein Naturschauspiel, es ist ein tägliches Ritual, ein Hymnus, gesungen von der Erde selbst. Der Name El Tatio stammt aus der Kunzersprache und bedeutet Ofen. Eine perfekte Metapher. Hier enthüllt der Planet seine innere Hitze. Doch es ist auch ein Ort des Risikos. Das Wasser kocht bei über 90 Grad. Ein falscher Schritt kann tödlich sein. Respekt ist die erste Regel. Und dennoch baden manche in seinen Thermalbecken. Die Wasser vermischen sich mit Mineralien und viele glauben an ihre heilende Kraft. Ein seltener Schatz, mitten in extremer Trockenheit. Wenn man sich entfernt, wirkt das Feld wie eine Geisterstadt. Dampfsäulen zerstreuen sich, als wären es umherziehende Geister. Ein Geheimnis, das bleibt, selbst nachdem die Sonne das Tal erwärmt hat. Doch El Tatio ist nicht nur Vergangenheit, er ist Zukunft. Er ist saubere Energie, fähig, ganze Gemeinden zu versorgen. Eine Erinnerung, dass die Erde in ihren Tiefen noch Lösungen bewahrt. Wenn man das Geysirfeld verlässt, begleitet einen ein Gefühl, das, den Atem der Erde gesehen zu haben, das, über die Grenze zwischen Leben und Tod gegangen zu sein. Bleib bei mir, denn unsere Reise geht weiter. Das nächste Ziel führt uns in das grüne Herz des Südens von Chile, wo die Seen den Himmel spiegeln und ein Vulkan die Welt in Stille bewacht. Llanquihue-See und der Vulkan Osorno, der Spiegel der Schöpfung. Nördlich der Seenregion, etwa 1000 Kilometer von Santiago entfernt, liegt der gewaltige Llanquihue-See. Einer der größten Seen Chiles und zugleich einer der filmreifsten.
Mit mehr als 800 Quadratkilometern Fläche berühren seine Ufer mehrere bezaubernde Städte wie Puerto Varas und Frutillar. Und am Horizont erhebt sich der majestätische Vulkan Osorno. Der Osorno ist ein Wahrzeichen, ein perfekter Kegel ewigen Schnees. Seine symmetrische Form erinnert an den Fuji, doch mit andiner Seele und tiefen Wurzeln in der chilenischen Kultur. Mit mehr als 2600 Metern Höhe dominiert dieser Vulkan die Landschaft, wie ein stiller Wächter, eine uralte Sentinella, die über die Wasser darunter wacht. Der See wiederum wird zu einem Spiegel. An klaren Tagen reflektiert er den Himmel, die Wolken und den Vulkan in göttlicher Symmetrie. Es ist ein fast surreales Bild, als hätte die Schöpfung beschlossen, ihr Werk zu verdoppeln, eingefasst von valdivianischen Wäldern und blühenden Sommerwiesen. Die Region beherbergt eine einzigartige Biodiversität. Die Fauna umfasst Füchse, Pudus und endemische Vögel. Und auf den Pfaden rund um den See finden Reisende Frieden und eine fast heilige Stille. Die feuchten Wälder verströmen den Duft lebendiger Erde. Flüsse stürzen von den Gletschern herab und speisen den See mit reinem Wasser. Hier pulsiert alles in Harmonie. Und wenn der Wind weht, entstehen sanfte Wellen auf dem See, die unter dem goldenen Licht des Abends tanzen. Ein Schauspiel, das wie vom Schöpfer choreografiert wirkt. Den Osorno zu erklimmen, heißt, in eine andere Welt einzutreten. Die Seilbahn bringt Besucher zu den verschneiten Hängen, wo sich alte Krater zeigen und versteinerte Lavaströme. Von oben ist der Blick unbeschreiblich. Unten glänzt der Llanquihue-See, während in der Ferne andere Vulkane erscheinen, der Calbuco, der Puntiagudo und der Tronador. Doch man muss nicht klettern, um die Wirkung dieses Ortes zu spüren. Es genügt, am Ufer zu wandern, den Duft von nassem Holz einzuatmen und den Ruf der Vögel zu hören. Dies ist ein Ziel, an dem alles miteinander spricht. Wasser, Feuer, Erde, Himmel und wo der Glaube sich mit der Natur verbindet, ganz ohne Worte. Nicht ohne Grund galten die Ureinwohner diesem Vulkan als heilig, ein Symbol der Kraft und ein Band zwischen Mensch und Göttlichem, eine Treppe hinauf zu den Höhen. Die Geschichten der Mapuche erzählen von Geistern, die im Osorno wohnen, unsichtbare Wächter, die die Gewässer beschützen und jene segnen, die mit Respekt wandern. Heute hallt der Tourismus durch die gesamte Region. Doch viele kommen hierher, nicht nur wegen der Landschaften, sondern wegen etwas Tieferem, einer Verbindung mit dem Ewigen. Und vielleicht deshalb sind die Spiegelungen des Lago Llanquihue nicht nur optisch. Sie spiegeln, was in uns liegt und was wir im Alltag vergessen zu sehen. In diesem Spiegel der Schöpfung trägt jede Brise ein Flüstern, jeder Sonnenstrahl eine Offenbarung und jedes Schweigen ein Gebet.
das uns zurückführt zum Ursprung. Der Vulkan bleibt dort, unbeweglich, ewig, wie eine lebendige Skulptur. Er bewacht die Landschaft mit den Augen eines schlafenden Feuers. Doch unsere Reise darf nicht enden. Das nächste Ziel führt uns an die zentrale Küste. Dort treffen bunte Hügel auf das Meer und vergessene Paläste wachen über die Küste. Zwei Schwesterstädte, deren Seelen sich ergänzen. Valparaíso, zwischen Farbenpalästen und dem Pazifischen Ozean. In Valparaíso trotzen die Häuser der Schwerkraft. Mit leuchtenden Farben bemalt, kleben sie an den Hügeln wie Kunstwerke, die der Zeit widerstehen. Gegründet im 16. Jahrhundert, wuchs Valparaíso als Hafen und als Poesie. Es war Zuflucht für Seeleute und Heimat für Künstler, die in der geordneten Unordnung seiner Gassen Schönheit sahen. Seine berühmten Ascensores steigen und sinken noch immer langsam. Sie verbinden oben und unten, als würden sie Vergangenheit und Gegenwart verknüpfen. Ein mechanischer Tanz inmitten des urbanen Panoramas. Street Art Murals bedecken die Wände und erzählen Geschichten, die kein Buch bewahrt. Jede Wand hat eine Stimme, jede Gasse eine Erinnerung. Es ist die Stadt, die unter freiem Himmel Kunst atmet. UNESCO-Welterbe. Valparaíso verzaubert durch das Unperfekte, durch das Alte, das noch immer pulsiert, durch vergessene Paläste, die im Sonnenuntergang glänzen. Gleich daneben bietet Viña del Mar den Kontrast. Symmetrische Gärten, weite Strände und Villen, die an goldene Epochen erinnern. Das Meer dort flüstert mit Eleganz. Viña ist ruhig und zart, wo das Rauschen der Wellen Spaziergänge wiegt, Strandpromenaden mit Radwegen, Reihen von Palmen und ein Klima, das zur Entspannung einlädt. Das Castillo Wolf bewacht die Küste wie ein Hüter der Zeit. Auf Felsen erbaut, blickt es auf den Pazifik, als bewahre es uralte Geheimnisse. In den Gärten von Viña tanzen tropische Blumen im Wind, während in Valparaíso Katzen auf den Dächern schlafen und Künstler die Welt auf ihre Weise malen. Und es gibt einen Moment des Tages, in dem alles stillzustehen scheint, wenn die Sonne zu sinken beginnt, die Murals in Orange taucht und das Meer in flüssiges Gold badet. In diesem Augenblick vereinen sich Valparaíso und Viña in Stille. Die eine, geboren aus kreativem Chaos, die andere aus Ordnung und Frieden. Doch beide sind Teil derselben Poesie. Möwen kreisen am Himmel, die Wellen brechen im Gleichklang und Leuchttürme erhellen sich wie wachsame Augen am Rand des Kontinents. Hier umarmen sich Vergangenheit und Gegenwart. Züge erreichen noch immer den Bahnhof, Cafés füllen sich mit Lachen und die Stadt scheint zu flüstern: Ich lebe, trotz allem. Valparaíso riecht nach Farbe, Viña nach Blütenduft. Die eine lebt von der Kunst, die andere von der Harmonie und beide teilen denselben blauen Horizont. Es ist unmöglich, sich nicht zu rühren von der Schönheit, die hier wohnt, denn es ist keine offensichtliche Schönheit. Es ist eine gelebte Schönheit, die man in jedem Schritt fühlt.
Und deshalb sind sie unvergesslich. Wer hier vorbeikommt, trägt etwas mit sich fort, ein Moral im Gedächtnis, eine salzige Brise im Gesicht, einen Moment des Friedens in Stadtgestalt. Und ganz in der Nähe breitet sich der Pazifik unendlich aus. Seine Wellen hören nicht auf anzulangen, als wollten sie jeden Stein berühren, jede Geschichte. Andere Städte, wie Reñaca und Concón, ergänzen ebenfalls die verzauberte Küste mit goldenen Dünen und Aromen, die aus dem Meer stammen. Valparaíso und Viña del Mar sind nicht nur Orte, sie sind Geisteszustände, Seelenlandschaften, gemalt mit Licht und Zeit. Und selbst wenn die Zeit vergeht, bleiben sie bestehen, wie Gedichte in Hügel geschrieben, wie Erinnerungen in Wellen gemeißelt, wie Versprechen am Meer. Es sind Städte, die uns erinnern an den Wert der Unvollkommenheit, dass Schönheit nicht symmetrisch sein muss und dass jede krumme Linie Kunst sein kann. Und wenn die Nacht fällt, gehen die Lichter langsam an. Sie enthüllen Silhouetten, Reflexe und Sehnsucht. Du, der uns gerade im Fernsehen siehst, nutze diesen Moment und prüfe, ob du schon unseren Kanal Unser Planet abonniert hast. So entdeckst du weiterhin das Außergewöhnliche rund um den Globus, in jeder neuen Dokumentation. Eine einfache Geste, die diese Verbindung zwischen uns lebendig hält. Und unsere Reise geht weiter. Das nächste Ziel führt uns hinaus in den Pazifik, ein Ort, an dem steinerne Giganten die Ewigkeit bewachen und wo das Geheimnis noch nicht entschlüsselt ist. Rapa Nui, Osterinsel, das Geheimnis der Moai im Pazifik. Mehr als 3700 Kilometer vom chilenischen Festland entfernt erhebt sich einer der abgelegensten Orte der Erde, die Osterinsel, ein winziger Punkt, verloren im Pazifik. Von den Einheimischen Rapa Nui genannt. Es ist ein vulkanisches Land mit kaum mehr als 160 Quadratkilometern, doch seine Größe spiegelt nicht seine spirituelle Bedeutung wider. Hier wurden die Moai geboren, kolossale Statuen, die mehr als 10 Meter hoch werden können, Symbole für Macht, Glauben und für Rätsel, die bis heute ungelöst sind. Entlang der Küste stehen mehr als 800 Skulpturen, viele auf den Sonnenaufgang ausgerichtet, andere dem Landesinneren zugewandt. Sie wachen über das Volk, das sie einst beschützten. Der beeindruckendste Ort ist Ahu Tongariki. 15 Moai, Seite an Seite, sie bewachen den Horizont wie ewige Wachen. Ein steinernes Heiligtum vor dem Ozean. Doch das Mysterium liegt nicht nur in ihrer Erhabenheit. Wie konnten uralte Völker ohne moderne Technik Blöcke von bis zu 70 Tonnen bewegen? Die Antwort spaltet noch immer die Forscher. Einige behaupten, Seile und Hebel seien verwendet worden. Andere glauben an Techniken, die wir nicht kennen. Und es gibt Legenden, die erzählen, dass die Moai allein gingen, bewegt von der Energie des Geistes. Die Wiege dieser Statuen ist der Vulkankrater Rano Raraku, ein heiliger Steinbruch, in dem Dutzende unvollendeter Moai noch ruhen, als schliefen sie.
Jeder hier gemeißelte Moai war ein Abbild der Ahnen, Symbole des Schutzes und der Verbindung zwischen dem Volk und der spirituellen Welt. Doch die Insel birgt weitere Heiligtümer. Im Rano Kau bewahrt ein gewaltiger Vulkankrater das zeremonielle Dorf Orongo, ein Zentrum für Rituale, für die Verbindung zu den Göttern. An den Wänden von Orongo finden sich Petroglyphen des Vogelmannes, eine der faszinierendsten Traditionen von Rapa Nui, Beweise dafür, dass diese Insel auch ein Ort spiritueller Prüfungen war. Und zwischen Kratern und Felsen liegen auch paradiesische Strände, wie Anakena mit weißem Sand und polynesischen Palmen, ein absoluter Kontrast zur Strenge der Moai. Die Polynesier erreichten diesen Ort in einfachen Kanus, nur von den Sternen geleitet. Sie segelten Tausende von Kilometern, bis sie diesen abgelegenen Punkt fanden. Und sie brachten mit sich Mythen, Traditionen und Glauben. Ein Erbe, das bis heute überlebt, denn in jeder Ecke von Rapa Nui ruht eine Geschichte, die nicht vergeht. Im Jahr 2015 erklärte die UNESCO die Insel zum Welterbe. Nicht nur wegen der Moai, sondern wegen der Kultur, die sie verkörpern. Ein Zeugnis menschlicher Kreativität. Doch Rapa Nui zu besuchen bedeutet mehr als Archäologie. Es heißt, die Energie eines heiligen Ortes zu spüren, zwischen stillen Giganten zu wandeln und zu begreifen, dass die Welt noch immer unbeantwortete Fragen birgt. Und bei Sonnenuntergang werden die Moai zu Schatten, riesige Gestalten vor rotem Himmel, ein Anblick, der Gänsehaut erzeugt und sich für immer einprägt. Vielleicht ist das größte Rätsel von Rapa Nui nicht, wie die Moai errichtet wurden, sondern warum? Warum errichteten sie Hunderte von Statuen auf so kleinem Raum? Die Antworten hallen noch in der Stille nach. Vielleicht verborgen in den Legenden, vielleicht verloren in der Zeit oder vielleicht von den Moai selbst bewahrt. Doch eines ist sicher: Rapa Nui ist ein Leuchtturm des Mysteriums, ein Ort, der die Logik herausfordert und die Vorstellungskraft nährt, ein Heiligtum mitten im Ozean. Und unsere Reise geht weiter. Das nächste Ziel führt uns jenseits des Kontinents, zum südlichsten Punkt des Planeten, wo das Eis absolut herrscht und das Schweigen uralte Geheimnisse bewahrt. Chilenische Antarktis, ein Land der Extreme und der Offenbarungen. Am südlichsten Rand der Karte liegt die chilenische Antarktis, ein gefrorenes Universum, wo die endlose weiße Weite kein Ende kennt und jeder Windhauch das Echo des Unbekannten trägt. An Bord von Eisbrechern erreicht man die südlichen Shetlandinseln und die Basis Eduardo Frei, einer der wenigen bewohnten Orte auf dem unwirtlichsten Kontinent der Erde. Hier ist alles extrem. Die Temperaturen, die Abgeschiedenheit und die fast unwirkliche Schönheit. Gletscher brechen krachend ab. Meere öffnen sich in eisigen Spalten. In der Villa Las Estrellas leben Familien unter dem Polhimmel. Kinder gehen zur Schule, Wissenschaftler überwachen das Klima
und das Leben pulsiert am Ende der Welt. Das Blau des Eises nimmt übernatürliche Töne an. Eisberge treiben wie Kathedralen und gefrorene Höhlen verbergen kristallene Stalaktiten. Ein stilles, ewiges Schauspiel. Die Tierwelt trotzt den Elementen. Königspinguine marschieren in Reihen, Seelöwen ringen um Platz auf dem Eis und Albatrosse durchkreuzen den Himmel wie Wächter der Stürme. Mit jedem Schritt enthüllt der Kontinent seine Größe und auch seine Zerbrechlichkeit. Hier ist der Einfluss des Klimawandels sichtbar, greifbar, erschütternd. Doch es gibt Hoffnung. Forscher aus aller Welt arbeiten in wissenschaftlichen Stationen zusammen. Sie studieren das Eis, das Meer und die Lebenszeichen des Planeten. Die Antarktis gehört keinem Land, sondern der Menschheit. Ein internationales Abkommen garantiert ihren Schutz und macht den Kontinent zum Symbol globaler Einheit. Hier zu sein, heißt, sich klein zu fühlen. Vor kolossalen Eisbergen und einer Stille, die die Seele berührt. Es ist die Schöpfung zu betrachten, in ihrem reinsten Zustand. Das Weiß beherrscht alles, doch es löscht die Emotionen nicht aus. Jeder Schritt auf dem Eis ist wie ein Gebet an die Natur, eine Bitte um Respekt und um Fürsorge für die Welt. Die Südlichter bemalen den Himmel mit tanzenden Lichtern, Farben, die wie göttliche Flüstern wirken, himmlische Botschaften über einen Planeten, der noch atmet. Die chilenische Antarktis ist die letzte Bastion der Stille, wo die Zeit eingefroren scheint und die Erde ihr Wesen offenbart, langsam, majestätisch, heilig. Vielleicht ist es genau das, was uns so anzieht. Das Gefühl, von Angesicht zu stehen, mit dem Ursprung des Lebens, mit dem gefrorenen Schoß eines pulsierenden Planeten. Kälte, Wind, Einsamkeit. Alles dort lehrt uns. Es lehrt, dass Schönheit streng sein kann, dass Stille spricht und dass es Orte gibt, an denen Gott näher scheint. Darum vergisst niemand, der hier war, diesen Ort. Er trägt das Weiß mit sich, nicht in den Augen, sondern in der Seele. Ein Weiß, das reinigt, erneuert und für immer verwandelt. Die Antarktis bleibt ein Geheimnis, eine Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unendlichen. Es ist das Flüstern des Schöpfers in Form eisigen Windes und ein Zeugnis dafür, dass es noch unberührte Orte auf der Erde gibt. Angesichts ihrer Größe verstummt die Menschheit und begreift, dass ihre Existenz kurz ist, aber groß sein kann, wenn sie im Einklang mit der Schöpfung lebt. Und so verlassen wir die letzte Stille. Doch das Staunen bleibt. Denn die nächste Reise führt uns noch höher hinauf, zum Ojos del Salado, dem höchsten aktiven Vulkan der Welt. Ojos del Salado, der höchste aktive Vulkan der Welt. Zwischen Chile und Argentinien erhebt sich ein Koloss von über 6800 Metern Höhe. Der höchste aktive Vulkan des Planeten und der zweithöchste Berg der westlichen Hemisphäre. Sein Name stammt von salzreichen Lagunen. Augen des Salzes, kristallklare Spiegel, die schimmern in der trockensten Wüste der Erde. Hier ist die Luft dünn,
Jeder Schritt ist eine Herausforderung, das Herz schlägt schneller, der Atem stockt. Doch die Landschaft belohnt die Mühe. Felder aus Vulkangasche reichen, soweit das Auge blickt. Ewiger Schnee bedeckt Krater und Hochlandseen bewahren Geheimnisse der Schöpfung. Der Hoyos del Salado ist im Guinness-Buch verzeichnet, als der höchste aktive Vulkan der Welt. Ein Rekord, der ihn einzigartig macht, ein Zeichen göttlichen Wirkens. Doch was man hier sieht, passt in kein Register. Es ist größer als jede Zahl, jedes Wort. Das Tor zu diesem Abenteuer ist meist Copiapó. Schotterstraßen führen hinauf zum Altiplano bis zur Laguna Verde. Grüne Wasser, schneidende Winde, ewige Kälte. Die Annäherung erfordert Allradfahrzeuge, Schotterpisten, weicher Sand, lange Überquerungen. Nichts hier ist einfach. Alles hier ist gewaltig. Auf dem Weg schreiten Vicuñas mit Eleganz. Tiere, die sich dem Unmöglichen angepasst haben. Sie überleben schneidende Winde, Temperaturen unter -20 Grad und eine Höhe, die das Leben herausfordert. Bergsteiger, die den Gipfel erreichen, beschreiben eine fast überirdische Sicht. Sonnenuntergänge in Kupfertönen, lange Schatten, die Krater berühren, und einen Himmel, der näher an der Ewigkeit scheint. Nur wenige wagen den Aufstieg, doch wer ihn schafft, kehrt nie unverändert zurück, denn dort oben verstummt alles Menschliche. An der Spitze leise Fumarolen, Zeichen inneren Lebens. Der Berg atmet und die Schöpfung pulsiert unter dem Schnee. Hier erzählt jeder Stein eine Geschichte. Geschichten vergangener Eruptionen, von erstarrten Lavaströmen und von der Kraft, die die Anden formte. Alles ein Zeugnis der schöpferischen Hand. Es ist nicht nur Höhe, es ist Transzendenz. Vor dem Hoyos del Salado zu stehen, bedeutet zu spüren, dass die Schöpfung im Schweigen durch die Berge spricht. Viele beschreiben den Aufstieg als eine Pilgerreise, nicht nur physisch, sondern spirituell, eine Suche nach Grenzen und nach Sinn. Und wenn der Wind weht, scheint er uralte Stimmen zu tragen, Klänge, die durch die Krater hallen und daran erinnern, dass dieses Land zum Staunen geformt wurde. Der Vulkan pulsiert noch immer. Sein Krater birgt Fumarolen, Zeichen, dass die schöpferische Kraft lebendig bleibt, versteckt unter Eis und Asche. Chile hinterlässt uns Erinnerungen, die nicht verblassen. Doch die Reise endet hier nicht. Die Welt birgt noch Geheimnisse und gemeinsam werden wir jedes einzelne enthüllen. Wenn dich diese Dokumentation berührt hat, lass die Magie nicht hier enden. Das nächste Abenteuer wartet schon auf dem Bildschirm. Auf dich. Klicke jetzt und entdecke weiter die Wunder Brasiliens, riesig aus eigener Natur. Komm mit und entdecke das Außergewöhnliche rund um die Welt. Eine Umarmung und bis zur nächsten Reise.